Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Pinguin-Prinzip ist eine lebendige Parabel über Veränderung, die komplexe Managementprinzipien in eine klare, einprägsame Geschichte übersetzt. Statt abstrakter Modelle begleitet man eine Pinguinkolonie auf einem schmelzenden Eisberg, erlebt Zweifel, Widerstände und Mut aus nächster Nähe und versteht dadurch unmittelbar, warum Wandel so oft scheitert und wie er gelingen kann. John Kotter nutzt diese Erzählform, um sein bewährtes 8-Schritte-Modell zugänglich zu machen. In der Kolonie tauchen für jede reale Herausforderung anschauliche Figuren auf. Der aufmerksame Beobachter, die entschlossene Antreiberin, der glaubwürdige Vorsitzende, der Skeptiker, die Macher. So wird aus Theorie gelebte Praxis. Das Buch verbindet Erkenntnisse aus Führung, Psychologie und Organisationsentwicklung mit konkreten Handlungsimpulsen. Es zeigt, wie Dringlichkeit ohne Panik entsteht, wie man die richtigen Verbündeten gewinnt, eine mitreißende Vision formuliert, Hindernisse abbaut, erste Erfolge sichert und schließlich neue Denk- und Verhaltensweisen in der Kultur verankert. Die Stärke des Ansatzes liegt in seiner Einfachheit, seiner Konsequenz und seiner universellen Anwendbarkeit, ob im Unternehmen, im öffentlichen Dienst, in Schulen, Vereinen oder privaten Projekten. Wer Veränderung verständlich, motivierend und wirksam gestalten will, findet hier keinen trockenen Ratgeber, sondern eine Geschichte, die hängen bleibt und ins Handeln führt. Das Pinguin-Prinzip hilft, die typischen Fallen des Wandels zu erkennen, Unsicherheit produktiv zu nutzen und Energie in Richtung Zukunft zu lenken. Es ist ein Buch für alle, die einen klaren, menschlichen und praxistauglichen Weg durch turbulente Zeiten suchen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Dringlichkeit schaffen, ohne Panik. Warum der erste Impuls alles entscheidet. Veränderungen scheitern oft, weil zu Beginn das Gefühl fehlt, dass jetzt wirklich gehandelt werden muss. Das Pinguin-Prinzip zeigt das eindrücklich am schmelzenden Eisberg. Der wache Beobachter erkennt Anzeichen, sammelt Belege und macht sie für andere sichtbar. Genau das brauchen Organisationen. Weg vom Bauchgefühl, hin zu überprüfbaren Daten, greifbaren Beispielen und plastischen Bildern, die den Ernst der Lage verdeutlichen, ohne Menschen zu überfordern. Dringlichkeit ist nicht lautes Alarmieren, sondern bewusstes Aufwecken. Dazu gehört, skeptische Fragen ernst zu nehmen, Hypothesen zu testen und die Botschaft an Zielgruppen anzupassen. Führungskräfte sollten verschiedene Evidenzen kombinieren: Zahlen und Messungen, anschauliche Geschichten aus dem Alltag, Vergleiche mit Wettbewerbern oder Benchmarks, kleine Experimente mit deutlichen Resultaten. Wichtig ist das Tempo. Je länger Unklarheit herrscht, desto stärker verfestigen sich Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Rationalisierung oder Verharmlosung. Gute Veränderungsarbeit formuliert einen zugespitzten Handlungsauftrag. Wenn wir so weitermachen, riskieren wir X. Wenn wir jetzt handeln, können wir Y gewinnen. Diese positive Option ist zentral. Dringlichkeit ohne Perspektive erzeugt nur Angst oder Zynismus. Deshalb sollten frühe Dialogformate bewusst gestaltet werden. Townhalls, Workshops, kurze Lernformate, Boards mit Fakten und Beobachtungen, visuelle Dashboards und offene Q&A-Runden helfen, Verständnis und Beteiligung aufzubauen. Ein weiterer Punkt ist Vorbildwirkung. Wenn Führungskräfte ihr eigenes Verhalten nicht ändern, untergräbt das die Dringlichkeit. Kleine sichtbare Gesten wirken stark, etwa selbst an Analysen mitzuwirken, Entscheidungen vorzuziehen oder Ressourcen umzuschichten. Schließlich braucht Dringlichkeit Rituale. Wöchentliche Kurzupdates, öffentliche Fortschrittsanzeigen oder klar definierte Entscheidungsfenster halten das Thema präsent. So wird aus einem diffusen Druck ein produktiver Zug nach vorn, der Energie freisetzt und die nächsten Schritte ermöglicht. Zweitens: Die Führungskoalition. Ein glaubwürdiges Team,
das den Wandel trägt. Kein Wandel gelingt allein. Die Geschichte der Pinguinkolonie verdeutlicht, wie entscheidend ein Guiding-Team ist, das Kompetenz, Vertrauen und Einfluss vereint. In Organisationen bedeutet das, ein Kernteam zusammenzustellen, das fachliche Breite, hierarchische Reichweite und kulturelle Glaubwürdigkeit abdeckt. Nicht nur Rang zählt, sondern Reputation und Respekt im Kreis der Betroffenen. Menschen folgen Personen, denen sie Kompetenz und gute Absichten zutrauen. Die Koalition sollte bewusst divers sein. Analytische Köpfe und Umsetzer, Kommunikatoren und Netzwerker, erfahrene Praktiker und kreative Vordenker. Unterschiedliche Denkstile führen zu besseren Entscheidungen, wenn psychologische Sicherheit herrscht. Dafür braucht es klare Rollen, gemeinsame Spielregeln und ein transparentes Zielbild. Regelmäßige kurze Abstimmungen, gemeinsame Entscheidungsformate und eine offene Fehlerkultur stärken das Miteinander. Ein häufiger Fehler ist, das Team nur formal zu besetzen und dann den Alltag weiterlaufen zu lassen. Wirksam wird die Koalition erst, wenn sie Zeit, Datenzugang und echte Entscheidungskompetenz erhält. Sponsorship von ganz oben ist wichtig, doch ebenso wichtig ist, ein Netzwerk aus informellen Einflussnehmern zu gewinnen. Oft prägen erfahrene Fachkräfte, Teamsprecher oder Vertrauenspersonen die Stimmung stärker als Titelträger. Sie früh einzubinden, Einwände zu hören und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, schafft Rückenwind. Konflikte im Kernteam sind normal. Entscheidend ist, sie früh anzusprechen und produktiv zu machen. Visualisierte Entscheidungen, klare Kriterien für Prioritäten und eine transparente Dokumentation helfen. Zudem sollte die Koalition sich selbst kontinuierlich verbessern, etwa durch kurze Retrospektiven und externe Impulse. Schließlich braucht das Team Sichtbarkeit. Wenn Mitglieder in ihren Bereichen konsequent vorangehen, Erfolge teilen, Hindernisse ausräumen und erlebbar machen, dass der Wandel ernst gemeint ist, entsteht Vertrauen. Das Guiding-Team ist nicht nur Steuerungsinstanz, sondern Symbol. Es verkörpert das neue Verhalten, das in der Organisation Schule machen soll. Drittens. Vision und Strategie. Einfach, bildhaft, anschlussfähig kommunizieren. Eine starke Vision beantwortet 3 Fragen in einem Satz. Worin liegt die Chance? Was genau wollen wir erreichen? Und warum lohnt es sich für uns? Das Pinguin-Prinzip zeigt, wie eine klare Richtung Orientierung und Mut schenkt. Die Kolonie benötigt ein verständliches Bild von der Zukunft und einen groben Weg dorthin. In Organisationen gilt, die Vision muss kurz, konkret und emotional resonant sein. Keine Worthülsen, sondern eine Aussage, die man sich merken und weitererzählen kann. Strategie übersetzt diese Richtung in handlungsleitende Prinzipien und erste Schritte. Welche Fähigkeiten brauchen wir? Welche Risiken müssen wir adressieren? Wo setzen wir Ressourcen ein? Welche Altlasten lassen wir zurück? Dabei hilft das Denken in Hypothesen und Experimenten. Gerade am Anfang ist nicht alles planbar. Ein strategischer Rahmen mit klaren Leitplanken ermöglicht adaptiertes Vorgehen, ohne Zielverlust. Kommunikation ist der Hebel. Eine Vision entfaltet nur dann Wirkung, wenn sie häufig, konsistent und über verschiedene Kanäle vermittelt wird. Gute Kommunikation nutzt Geschichten, Metaphern, Zahlen und Bilder. Sie lässt Raum für Fragen, holt Einwände ins Licht und knüpft an bestehende Werte an. Führungskräfte sollten eine kurze Kernbotschaft beherrschen, die sie in jeder Gelegenheit teilen können, sowie 2 bis 3 prägnante Beispiele, die die Richtung veranschaulichen. Wichtig ist auch Beteiligung. Menschen akzeptieren eher, was sie mitgestalten. Dialogformate, Feedbackschleifen, Pilotteams und offene Foren helfen, die Vision zu schärfen und Anschlussfähigkeit herzustellen. So wird aus einem Top-Down-Impuls ein geteiltes Vorhaben. Messbare Anker stabilisieren die Ausrichtung. Wenige, aber relevante Kennzahlen halten Fokus und erleichtern Kurskorrekturen. Transparente Dashboards, Meilensteine und Review-Rhythmen machen Fortschritt sichtbar. Zudem sollte man konsequent Widersprüche vermeiden.
Wenn Strukturen, Anreizsysteme und Führungspraxis der Vision entgegenstehen, verliert sie Glaubwürdigkeit. Vision und Alltag müssen zusammenpassen. Dann entsteht jenes Zugmoment, das Teams aus der Komfortzone holt und in produktive Bewegung versetzt. 4. Hindernisse beseitigen und Menschen befähigen. Vom Wollen zum Können. Auch die beste Vision verpufft, wenn Barrieren im Weg stehen. Das Pinguin-Prinzip zeigt, wie Regeln, Gewohnheiten und innere Stimmen Veränderung blockieren. In Organisationen sind Hindernisse oft strukturell, politisch oder kompetenzbezogen. Strukturell wirken komplizierte Prozesse, starre Freigaben, unklare Verantwortungen. Politisch bremsen, Revierdenken, verdeckte Zielkonflikte und Angst vor Gesichtsverlust. Kompetenzthemen betreffen fehlende Fähigkeiten, Werkzeuge oder Erfahrungen. Wirksam ist ein systematisches Hindernismanagement. Zuerst werden Barrieren sichtbar gemacht, etwa durch Prozessbegehungen, Shadowing, Datenanalysen und offene Hürdenboards. Dann priorisiert man nach Wirkung auf die Ziele und nach Aufwand. Einige Blocker lassen sich schnell beseitigen, etwa überflüssige Freigaben, unklare Schnittstellen oder Informationssilos. Andere erfordern strukturelle Eingriffe, zum Beispiel neue Entscheidungskompetenzen, angepasste Rollenprofile oder überarbeitete Richtlinien. Befähigung bedeutet auch, den Menschen Sicherheit im Neuen zu geben. Trainings, Lernpfade, Mentoring und einfache Toolkits unterstützen. Ebenso wichtig ist das psychologische Umfeld. Wer Initiative zeigen soll, braucht Rückendeckung. Fehlerfreundlichkeit, schnelle Hilfskanäle und sichtbares Sponsoring senken die Hemmschwelle. Widerstände verdienen differenzierte Betrachtung. Es gibt konstruktive Skepsis, die Risiken aufzeigt und die Qualität hebt. Es gibt aber auch destruktive Muster, die aus Eigeninteresse oder Angst jede Bewegung blockieren. Beidem begegnet man unterschiedlich. Konstruktive Skepsis bindet man ein, hört zu, testet, integriert. Persistent, destruktives Verhalten adressiert man klar, setzt Grenzen und trifft nötige Entscheidungen. Ein weiterer Hebel sind Experimente. Kleine, gut definierte Versuche mit kurzer Lernschleife liefern Erkenntnisse, bauen Kompetenz auf und liefern sichtbare Resultate. So entsteht Momentum. Schließlich muss Ressourcenallokation zum Wandel passen. Zeitfenster, Budgets, Zugriff auf Daten, interdisziplinäre Teams und technische Infrastruktur sind Voraussetzungen für Fortschritt. Wer von Mitarbeitenden zusätzliches Engagement erwartet, ohne operative Lasten anzupassen, erntet Erschöpfung statt Energie. Hindernisse zu beseitigen ist daher kein Nebenthema, sondern die Brücke vom Wollen zum Können. Schließlich kurzfristige Erfolge, Skalierung und kulturelle Verankerung. Den Wandel dauerhaft machen. Nichts stärkt Glaubwürdigkeit so sehr wie sichtbare, bedeutsame Erfolge. Das Pinguin-Prinzip zeigt, wie frühe Ergebnisse die Kolonie motivieren und Zweifler überzeugen. In Organisationen sollten Quick Wins bewusst geplant werden. Es geht nicht um Kosmetik, sondern um spürbare Verbesserungen, die mit der Vision korrespondieren und innerhalb weniger Wochen erreichbar sind. Beispiele sind reduzierte Durchlaufzeiten in einem Kernprozess, gewonnene Kundendeals, ein neues Angebot mit ersten Umsätzen oder ein internes Tool, das die tägliche Arbeit erleichtert. Diese Erfolge müssen sichtbar gemacht und gefeiert werden, ohne die Arbeit zu romantisieren. Kurze Demos, Vorher-Nachher-Vergleiche, Stimmen der Betroffenen und transparente Kennzahlen zeigen Wirkung. Das erzeugt Stolz und zieht weitere Unterstützer an. Gleichzeitig gilt es, nicht in verfrühte Siegesfeiern zu verfallen. Erfolge sind Sprungbretter, keine Endpunkte. Sie eröffnen die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu wagen und die Komplexität moderat zu erhöhen. Skalierung heißt, aus lokalen Lösungen organisationstaugliche Standards zu formen. Das verlangt saubere Dokumentation, klare Verantwortung, Schulungskonzepte und angepasste Steuerungsmechanismen. Häufig lohnt es sich, ein kleines Enablement-Team aufzubauen, das erfolgreiche Praktiken über Bereiche hinweg verbreitet,
Feedback sammelt und iterativ verbessert. Die Königsdisziplin ist die kulturelle Verankerung. Veränderungen halten nur, wenn sie zu neuen Selbstverständlichkeiten werden. Das erfordert konsistente Signale in Auswahl, Beförderung, Vergütung, Feedback und Ritualen. Geschichten über erfolgreiche Teams, Symbole des Neuen im Arbeitsalltag, Onboarding-Inhalte und Führungsleitlinien müssen zusammenpassen. Führungspersonen prägen Kultur durch ihr tägliches Verhalten. Wenn sie im Zweifel alte Muster belohnen, fällt die Organisation zurück. Schließlich geht es um Langfristigkeit. Nach der ersten Welle folgt die zweite. Neue Chancen und Risiken tauchen auf. Eine lernende Organisation hält den Veränderungsmuskel in Bewegung, pflegt Retrospektiven, experimentiert weiter und nutzt Daten für Kurskorrekturen. So wird aus einem Projekt ein Prinzip. Der Wandel endet nicht. Er wird Teil der Identität. Genau hier liegt die nachhaltige Kraft des Pinguin-Prinzips. Zusammenfassend: Das Pinguin-Prinzip ist ein seltenes Buch, das gleichzeitig unterhält, erklärt und zum Handeln befähigt. Wer vor der Aufgabe steht, Menschen durch Veränderung zu führen, findet hier eine klare Orientierung und einen praxiserprobten Fahrplan. Besonders profitieren Führungskräfte, Projektleitende, HR- und Organisationsentwickler, Produktteams, Gründerinnen und Gründer sowie Verantwortliche im öffentlichen Sektor und im Bildungsbereich. Auch Teammitglieder ohne formale Führungsrolle gewinnen, weil sie verstehen, wie sie von innen heraus Wirkung entfalten können. Der Nutzen für das eigene Leben liegt in 3 Dimensionen. Erstens schafft das Buch ein realistisches Verständnis davon, warum Wandel schwer ist, ohne in Pessimismus zu verfallen. Es zeigt, wie man Emotionen ernst nimmt, Fakten klug nutzt und Menschen mitnimmt. Zweitens liefert es konkrete Schritte, die sofort anwendbar sind. Von der Schaffung von Dringlichkeit über den Aufbau einer starken Koalition bis zur Verankerung neuer Gewohnheiten erhält man greifbare Werkzeuge für den Berufsalltag und private Projekte. Drittens bleibt die Geschichte im Kopf. Bilder, Figuren und kleine Szenen wirken noch, wenn Präsentationen längst vergessen sind. Diese Erinnerbarkeit erhöht die Chance, dass die richtigen Verhaltensweisen im entscheidenden Moment tatsächlich abgerufen werden. Warum ausgerechnet dieses Buch und nicht ein anderes über Change? Viele Fachbücher erklären Wandel abstrakt oder verstreut. Das Pinguin-Prinzip verbindet wissenschaftliche Fundierung mit einer klaren, menschlichen Erzählung. Der Ansatz ist universell, sprachlich zugänglich und kulturell anschlussfähig. Er funktioniert in Konzernen ebenso wie in Start-ups, in Behörden genauso wie in Schulen. Die 8 Schritte sind logisch, vollständig und in der Praxis erprobt. Zudem erleichtert das Format die gemeinsame Arbeit mit Teams, weil man auf ein geteiltes Bild zurückgreifen kann. Wer ein Werk sucht, das Orientierung, Motivation und Handlungsfähigkeit bündelt, trifft mit diesem Titel eine kluge Wahl. Es hilft, Mut in Wirkung zu verwandeln und Veränderung so zu gestalten, dass sie Menschen stärkt und Organisationen zukunftsfest macht. Wenn Sie unterstützen möchten: John Kotter. Können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe? Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.